Willkommen zu Episode 7 unserer Reise. In der letzten Episode hatten wir Syrien wieder verlassen und sind nun in dieser Episode von Antakya, die Küste entlang, über Iskandaron bis nach Mersin und dann weiter ins Landesinnere nach Kappadokien gefahren. In Kappadokien haben wir uns mehrere Tage aufgehalten, bevor wir dann wieder in Richtung Küste aufbrachen, und zwar nach Antalya. Dort machten wir einen Wäschestopp und spazierten durch diese wunderbare Stadt. Nach 2-3 Tagen ging es dann weiter in Richtung Finike, die Küste entlang, die ein bisschen gebirgig ist hier und sehr, sehr schön. Auch das Wetter ist besser geworden. Anfangs hatten wir noch verregnete Tage, aber die letzte Zeit war es nur sonnig und um die 25 Grad. Viel Spaß bei dem Video. Ich hoffe, es gefällt euch, denn die Türkei ist ein wunderbares Land. Nach unserer Rückkehr aus Syrien blieben wir noch eine Nacht in Antakya, bevor wir dann nach Yumurtalyk fuhren, wo wir eine Nacht blieben. Yumurtalyk war in der Antike als Aigei ein bedeutender Hafen der kilikischen Küste und entwickelte sich im Mittelalter unter dem Namen Ayas zu einem wichtigen Handelsplatz des armenischen Königreichs. Heute ist es ein ruhiger Badeort. Am nächsten Tag fuhren wir in die lebhafte Hafenstadt Mersin. Ja, heute Abend sind wir hier in Mersin angekommen. Ein lebhafter Ort am Meer, am Mittelmeer. Ja, also wirklich eine plötzliche Veränderung. Ja, wir waren vorher ein bisschen an kleineren Orten hier an der Küste und das war schon ein bisschen anders. Hier ist es sauber, hier ist es fancy und dort war es urig, aber immer ein bisschen auch... Nicht so well taken care of. Also, genau, ja. Aber auch wunderschön. Also die Orte hier sind alle wunderschön. Aber hier ist richtig besonders schön. Es ist viel angeboten, Fahrradmieten, Scootermieten, ist alles vorhanden. Und ja, es ist voller Leben. Sehr genau. Schön. Mersin ist eine große Hafen- und Industriestadt an der türkischen Mittelmeerküste und zählt zu den wichtigsten Logistikzentren des Landes. In der Region liegen auch zahlreiche archäologische Stätten, die auf eine lange Siedlungsgeschichte hinweisen. Diese haben wir uns allerdings nicht angeschaut. Mit einer Zwischenübernachtung in dem kleinen Bergdorf Gülek fahren wir dann nach Güreme in Kappadokien. Kappadokien ist ein ganzes Landschaftstheater aus Wind, Vulkanasche und Geschichte, in dem jede Schlucht eine neue unwirkliche Szene bietet. Güreme bewahrt in seinen aus Tuffstein gehauenen Wohnhöhlen die Spuren der frühbyzantinischen Mönche, die hier eines der ältesten christlichen Siedlungszentren Anatoliens formten.
Hier besuchten wir das Zelve Freilichtmuseum. Es zeigt eine der ältesten Höhlensiedlungen Kappadokiens, in der byzantische Kirchen, Wohnhöhlen und Feenkamine in 3 Tälern ein einzigartiges, fast verlassen wirkendes Kulturlandschaftsensemble bilden. Es hat eine Kirche in Felsen gehauen. Ja. Ja, hier sind wir im Zelve Freilichtmuseum. Und das Besondere daran ist, dass das ein Museum ist mit Höhlen, die bis 1953 sogar bewohnt waren und dann wegen Einsturzgefahr evakuiert wurden. Eine der ältesten Höhlensiedlungen, die es gibt. Und es ist faszinierend, diese Höhlen sehen aus wie Familienhäuser. Also nur ein bisschen dunkel drin, würde ich sagen. Aber sehr, sehr faszinierende Landschaft hier. Die Felsen und dann die Höhlen in den Felsen, die dann teilweise von Menschenhand gebaut wurden. Am Nachmittag fahren wir ca. 40 Kilometer weiter zu einem traumhaften Stellplatz bei Tatlarin, ein Ort, der auch bekannt ist für seine Höhlen bzw. sogar eine unterirdische Stadt. Wir müssen circa alle 4 Tage unser Wasser auffüllen. In der Türkei ist das aber völlig unkompliziert, da es viele Trinkwasserbrunnen gibt. Tatlarin Yeraltı Seri ist eine weitläufige unterirdische Anlage, deren Größe, Depots und Kirchen auf einen ehemaligen militärischen Stützpunkt oder ein Kloster hindeuten. Sie wurde 1975 entdeckt, 1991 geöffnet und besitzt seltene Elemente wie L-förmig angelegte Toiletten, die nur in wenigen unterirdischen Städten Kappadokiens vorkommen. So, jetzt gehen wir durch the underground city. Doors. Kapı. Sorry, I don't speak Door, Turkish. door. I will look it up. Kapı. It's probably like to close the door. Yes. A door. Prison? Prison, yes. Dungeon, okay. Dungeon. Die Anlage wird in die byzantinische Zeit datiert, eine Phase, in der Kappadokien seine unterirdischen Städte zu komplexen Schutz- und Klosteranlagen ausbaute. Also die Rula geht jetzt gerade auf die Toilette. Stimmt gar nicht. Das sogenannte Plumpsklo. Ob mein Rücken mitmacht, weiß ich nicht. Hier geht's ja, hier kann ich ja fast aufrecht stehen, Ja, oben was ja. hängen. Da glaube ich nicht mehr. Eine erneute Toilette, ein erneutes Plumpsklo.
I'm in the underground. Doch, da ist der Tunnel. Da geht's weiter. Und jetzt müssen wir hier durch. Durch diesen Tunnel hier durch. Ich weiß es nicht, ob das gut ist. 100 Meter soll der lang sein. Und 50 Meter lang. Also 100 Meter lang steht hier. lang, aber von Hoch, 50 Zentimeter. Ja. Ich weiß nicht. Ich bin ein Riese. Nie wieder. Nie wieder. Also wer wirklich hier kommt, diesen Gang nicht durchgehen. Ein absolut No-Go. Nichts für Menschen mit Platzangst auch. Ja, aber das nicht habe nur. ich gar nicht gespürt. Das habe ich anscheinend nicht, aber Trotzdem. wer größer als 60 cm ist, soll nicht da durchgehen. So, jetzt außerhalb von der Underground City. Ich bin froh, ich musste nicht da drin leben. Von Pattlaring fuhren wir zunächst bis zu einem sehr ruhigen Übernachtungsplatz in der Nähe des kleinen Dorfes Kitzören. Am nächsten Tag ging es dann weiter zu der sehr interessanten Stadt Konya, durch die wir einen Spaziergang machten, und am Abend zu unserem nächsten Übernachtungsplatz am Beyşehir-See. Insgesamt waren das ca. 350 Kilometer. Wir befinden uns hier in der Nähe von Kitzören, einem kleinen Dorf zwischen Aksaray und Konya am türkischen Hochland. Und das Wetter ist nicht so besonders toll, es regnet leicht. Hier ist nichts los. Total ruhige Nacht hatten wir. Nun gut, der Muezzin-Ruf war schon etwas laut und vor allem nicht so melodisch wie in Damaskus. Konya blickt auf eine über 9000-jährige Geschichte zurück. Ihre größte Blütezeit erlebte die Stadt im 12. und 13. Jahrhundert als glanzvolle Hauptstadt des seldschukischen Sultanats von Rum. Zum Abschluss unseres Besuchs von Konya gönnten wir uns noch einen Kaffee. Nach einer ruhigen Nacht am Beyşehir-See fahren wir auf einen offiziellen Stellplatz in Antalya,
bei dem es auch Waschmaschinen gibt. Wir bleiben dort 2 Tage, machen unsere Wäsche und schauen uns die Altstadt und die Corniche von Antalya an. Ja, an einem Stand mit Maiskolben kann die Rula nicht vorbei. Es ist leider nicht die Saison und deswegen schmeckt das überhaupt nicht gut. Ich habe versucht, dass sie das für mich grillen, aber sehr, sehr alt und geschmacklos. Aber sie hat gesagt, sie kann mir das Geld zurückgeben, aber ich schmeiß das weg. Für das wenig Geld wollte ich das jetzt nicht machen. Seit 2 Tagen sind wir hier in Antalya, einer Stadt, die Rula und mir sehr gut gefallen hat. Wir haben da einen langen Spaziergang gestern durch die Altstadt gemacht und dann auch noch an der Corniche entlang bis zu unserem Stellplatz, an dem wir 2 Tage standen. Antalya wurde im 2. Jahrhundert vor Christus gegründet und entwickelte sich dank des natürlichen Hafens zu einer bedeutenden Handels- und Militärstadt. Nach 2 wunderschönen Tagen in Antalya fahren wir weiter die gebirgige Küste nach Südwesten und verbringen die nächsten Nächte auf Stellplätzen, die teilweise direkt am Meer liegen, teilweise einen wunderbaren Blick aufs Meer haben. Heute spülen wir mit Flusswasser ab.
klares Wasser. Oh ja. Das war der Stellplatz für die vergangene Nacht. Aber leider werden wir wahrscheinlich bald aufbrechen müssen, denn das Internet ist zusammengebrochen. Turkcell gibt überhaupt kein Signal mehr und beide unsere SIM-Karten basieren auf Turkcell. Da seht ihr die Ulla, die macht gerade noch was zum Mittagessen, denn wir wollen, bevor wir fahren, noch Mittagessen. Vielleicht kommt bis dahin das Internet wieder, denn gestern Nacht hatten wir ja auch Internet. Also hier kocht die Ulla. Und hier geht es dann zum Strand. Hier ist links ein kleiner Fluss, ganz klares Wasser. Damit haben wir heute auch unser Geschirr abgespült. Und hier seht ihr das Meer. Und hier ist dann noch eine kleine Kneipe. Hier fließt der Fluss ins Mittelmeer. Hier im Cockpit, wo die Sonne sehr stark hineinscheint, trockne ich frische Minze, um die später als Gewürz zu verwenden. Gestern sind wir dann weiter nach Westen gefahren. Wir haben unseren Traumstellplatz von gestern aufgeben müssen, weil das Internet nicht mehr funktionierte. Sowohl die eSIM-Karte hat ihren Geist aufgegeben, als auch die Turkcell-Karte. Gut, eSIM konnten wir später kontaktieren und die haben das wieder freigeschaltet. Bei Turkcell waren wir bei einem Geschäft und es hat sich herausgestellt, dass nach einem gewissen Verbrauch an Gigabyte es nicht mehr möglich ist, die Karte auch im Sinne eines Hotspots weiterzuteilen. Ist so, konnte man nicht ändern. Danach sind wir weitergefahren zu diesem Stellplatz, der wirklich sehr schön auch ist. Nicht ganz so einsam wie gestern, aber schön. Und wir haben hier wunderbar übernachtet. Jetzt arbeitet die Rola im Auto. Dieser freundliche Herr hat uns an unserem Stellplatz besucht, um Armbänder, die er angeblich mit seiner Frau selbst hergestellt hat, zu verkaufen. Hauptsächlich um ihm einen Gefallen zu tun, haben wir ihr auch eines abgekauft. Und jetzt verarbeite ich meine getrocknete Minze. Und das ist jetzt das Endergebnis. So, die Rola geht jetzt zum Zahnarzt. Ja, heute ist Kontrolltermin und ja, ich war gestern da. Ein Milchzahn wurde bei mir rausgezogen und gleich ein Implantat eingesetzt. Ich hoffe, alles ist bis jetzt okay. Die Weiterbehandlung wird dann in Deutschland stattfinden.
Hier ist das Wartezimmer. Was für ein Blick. Everything perfect? You're happy? You think it's good? Okay. Okay, perfect. Thank you. So, an diesem wunderschönen Platz werden wir dieses Video beenden und nur kurz sagen, dass wir die Zeit bis dahin sehr genossen haben. Die Natur, die Kultur, die Geschichte des Landes und auch die Freundlichkeit der Menschen haben wir sehr zu schätzen gelernt. Und ein Beispiel davon ist, Ja, schaut euch das an. Das wurde mir einfach so auf der Straße geschenkt. Also die Türkei ist ein faszinierendes Land mit wunderschöner Natur und allem, was Pola gerade eben gesagt hat. Kappadokien war besonders das stimmt. beeindruckend, muss Das ich schon stimmt. sagen. Und auch Antalya war eine wunderschöne Stadt. Na gut, wir hoffen, es wird so weitergehen. Ja, Wir werden noch weiter durch die Türkei genau. fahren. Und werden weiterhin alles euch dann zeigen. Hoffentlich bleibt ihr dabei. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.